Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Heute schieben wir wieder ein Stück faszinierende Lego-Geschichte ein. Eine unbekannte und vergessene Spielwelt, bei der schon 1970 die heutigen modernen, dünnwandigen Lego-Steine getestet wurden. Und viele Prototypen von Teilen, die erst Jahre später ins Standardsortiment kamen. Obwohl das nicht mein Sammelgebiet ist, können wir dabei sehr viel über unsere Legoland-Stadt lernen. Ich werde euch zeigen, warum die Fensterläden der ersten Legoland-Häuser von 78 grün sind. Diesen billigen Lego-Klon werden wohl viele nicht kennen, weil er ausschließlich in Italien verkauft wurde. In unserer Kinderzeit waren diese unbeliebten, minderwertigen Steine in jeder Lego-Kiste zu finden. Kaum jemand weiß, dass das echte Lego-Steine sind, die von 1970 bis 1977 den schwächelnden italienischen Markt ankurbeln sollten. Gleichzeitig wurden viele innovative Bauteile getestet. Den Prototyp der großen Legoland-Tür und des 4x3-Fensters mit den grünen Fensterläden gab es schon 8 Jahre vor ihrer offiziellen Einführung. Die 33-Grad-Dachsteine gab es schon ein Jahr früher. 1970 wurden auch schon die modernen, dünnen Bausteinwände mit den Klemmstegen getestet und andere innovative Einsparungsmöglichkeiten. Vor allem in den ländlichen Gebieten Italiens hatten die Familien noch wenig Geld für Spielzeug und die Kinder spielten viel draußen. Deshalb brachte Lego ein Billigsortiment auf den Markt, wo die Baukästen mit 600 bis 2200 Lire nur halb so viel kosteten wie vergleichbare Baukästen aus dem Standardsortiment. Das stand immer gleichzeitig zur Auswahl, aber im getrennten Standardkatalog. Die Minitalia-Sets würden heute zwischen 6,50 € und 23 € kosten. Die Standard-Grundbaukästen gingen immerhin bis 190 €. Im Faltblatt wurden die Grundbautechniken vorgestellt, die Bauanleitungen waren an der Packungsseite aufgedruckt. Die Steine waren hauptsächlich in den grün-weiß-roten italienischen Farben für den Bau von Häusern. Auf der Innenseite des Faltblattes gibt es ein riesengroßes Poster mit zahlreichen Bauideen. Unten rechts steht immer, welche Grundbaukästen verwendet wurden. Das Faltblatt wurde in Deutschland gedruckt. Die Packungen tragen das originale Lego-Logo, bis Anfang 73 das alte Lego-System und ab 73 das neue Logo. Die Bauanleitungen sind an der Packungsseite aufgedruckt. Am Titelfoto ist immer ein spielendes Kind mit dem Modell. Es gibt nirgends eine Herstellerangabe oder sogar ein Made in Italy. In 6 Jahren kamen 32 verschiedene Sets heraus, mit fortlaufenden Nummern von 1 bis 32. 1970 gab es 5 Häuser, 71 4 Fahrzeuge mit den besonderen Achsengrundplatten und 76 3 Schiffe auf den originalen Lego-Schiffsrümpfen. Die Minitalia-Sets wurden ausschließlich in Italien verkauft, aber sie wurden nicht in Italien unter Lizenz hergestellt. Es ist zwar ein unbeliebter Lego-Klon aus minderwertigem Kunststoff, aber die Steine wurden in Dänemark in Auftrag von Lego hergestellt, in der sogenannten Reifenfabrik von Carl Georg Christiansen in Kolding, in der Nähe von Billund. Aus Kostengründen wurde als Kunststoffmischung ein billiges Polystyrol verwendet, das High Impact Polystyrene, abgekürzt HIPS. Dieses matte, formstabile, aber wenig widerstandsfähige Material wurde schon in der Zelluloseacetatzeit bis 63 für die Platten verwendet und 54 für die Prima-Bausteine von Lego Norwegen.
Die Minitalia-Steine sind ziemlich innovativ mit den hohlen Techniknoppen und den Kreuzsäulen, die am 18. Januar 58 gemeinsam mit den Klemmröhren patentiert wurden. Am Stein steht zwar nirgends Lego, aber an der Innenseite steht Patent Pending. Genauso wie bei den Lego-Steinen. Und neben dem Lego-Logo an der Packung ist eine Patentnummer angegeben. Die Packungsbeilage ist in Deutschland gedruckt worden. Minitalia ist also eine originale Lego-Billigversion und keine italienische Lizenzherstellung. Die alten Lego-Steine hatten die Anspritzstelle an der Seite, eine dicke Wand und an der Innenseite die Patent-Pending-Prägung, die seit 74 durchgestrichen wurde und ganz wegfiel. Die Minitalia-Steine haben die Noppen außen hohl, die Anspritzstelle ist auch an der Seite und die Steine haben 70 erstmals die dünne Wand mit den Klemmstegen zur Materialeinsparung. Und die Patent-Pending-Prägung wie die originalen Lego-Steine. Die ersten Minitalia-Steine haben kreuzförmige Klemmsäulen, die am häufigsten zu finden sind. Noch vor 74 wurden die Formen auf Klemmröhren mit Querschlitzen umgestellt. 74 wurde die Patent-Pending-Prägung durchgestrichen, genauso wie bei den originalen Lego-Steinen. Die Minitalia-Steine waren Versuche für die originalen Lego-Steine, die von 73 bis 76 vorläufig auch mit den dünnen Wänden und Klemmstegen mit Schlitzröhren hergestellt wurden, allerdings mit kleineren Längsschlitzen. Die Anspritzstelle ist seither auf einer Noppe. Die Steine waren zuerst immer noch mit Patent Pending markiert, ab 74 mit Patent Pending durchgestrichen oder ohne Markierung. Von 76 bis 80 kehrte Lego vorläufig zu den dicken Wänden zurück, die Anspritzstelle blieb aber auf der Noppe. Seit 80 haben wir die modernen Steine mit den dünnen Wänden, die bei Minitalia getestet wurden, und noch zusätzlich mit den Querverbindern. Es gab nur eine minimale Auswahl von 3 verschiedenen Bausteinen. Ein halber 2x2 Stein, ein ganzer 2x4 Stein und ein doppelter 2x8 Stein, in den 5 verschiedenen Lego-Farben plus transparent. Eine Besonderheit waren die grünen Dachsteine. Wie eine Reihe anderer Elemente wurden die 33 Grad Dachsteine im Mai 1970 bei Minitalia das erste Mal getestet. Erst nach einem Jahr kamen sie 1971 auch ins Standardsortiment. Von 73 bis 76 mit dünnen Wänden und Schlitzröhren. Auch die Bogenform wurde ein Jahr früher bei Minitalia getestet. Der 2x10x2 Bogen kam allerdings nie ins Standardsortiment. 8 Jahre vor dem offiziellen Erscheinen gab es einen Prototyp von der großen 1x4x5 Legoland-Tür mit Fenster, die erst mit den Minifiguren 78 im Standardsortiment eingeführt wurde. Ebenso 8 Jahre früher wurde ein Prototyp vom 1x4x3 Fenster mit den Scharnieren für die grünen Fensterläden getestet. Es hat am unteren Rand noch Steckfinger, die Fenster sind fest eingebaut und die Scharniere und Fensterläden sind etwas größer als beim späteren Standardmodell. Minitalia war also ein nützliches Versuchsfeld für neu entwickelte Teile. Ich habe hier das größte Minitalia-Set Nummer 5 mit 307 Teilen nachgebaut. Es ist spätestens Anfang 73 herausgekommen, Bricklink sagt 71. Die rot-weiß-rote Farbgebung mit den roten Mauern und grünen Fensterläden gleicht den typischen italienischen Straßenwärterhäusern.
Sie sind also die Erklärung, warum die ersten Legoland-Häuser 78 grüne Fensterläden bekommen haben. Der Türen-Prototyp ging bei den Noppen noch nicht auf. Die spätere Tür bekam unten einen Spalt. Bei den Minitalia-Häusern gibt es überhaupt keine Platten, unter dem Türscharnier braucht es noch eine zusätzliche Steinlage. Neben den grünen Fensterläden und Dachsteinen gibt es auch noch grüne Gartenzaunelemente als Fenstergitter. Ich habe das Modell etwas stabiler gebaut als in der Bauanleitung, habe die Stiege in der Mauer versenkt und im Obergeschoss eine Zwischendecke eingezogen. Mit der begrenzten Auswahl muss man jeden einzelnen Stein wohl überlegt einsetzen. Es ist besonders ungewohnt, ganz ohne Grundplatte zu bauen. Von den Fahrzeugen habe ich hier den gelben Personenwagen Nummer 22 nachgebaut. Das Fahrgestell ist sehr schwierig zu bekommen, die Achsen sind hier nicht original und ich habe die normalen Lego-Felgen aufgesetzt. Die Minitalia-Felgen haben nämlich Hohlnoppen. Die 4x8-Platte ist eine Original-Lego-Platte, es gab nämlich keine Minitalia-Platten. Den Lastwagen Nummer 21 habe ich hier original verpackt. Durch das Sichtfenster sieht man das Fahrgestell mit den gummibereiften Rädern. Jetzt schauen wir uns das gelbe Auto noch von allen Seiten an. Beim Fahrgestell ist nur die Platte original, die Achsen und Räder habe ich restauriert. Die transparenten Grundsteine sind sehr selten, die Dachsteine viel häufiger. 1973 gab es 3 Minitalia-Schiffe auf originalen Lego-Schiffsrümpfen. Die gelben Rundsteine waren originale Lego-Steine, die dem Set beigepackt wurden, weil es diese Teile bei Minitalia nicht gab. So werden wir heute das kurze Minitalia-Video auch schon wieder abschließen. Diese vergessene, unbekannte und unbeliebte Spielwelt war doch ein wichtiger Testlauf für viele neue Lego-Elemente, die teilweise erst 8 Jahre später in Produktion gingen. Dieses interessante Detail wollte ich euch heute zeigen und dass die italienischen Straßenwärterhäuser der Grund für die grünen Fensterläden in der Lego-Stadt sind. Wie ihr im Hintergrund seht, habe ich auch schon die Großkopffiguren vorbereitet, aber sie passen einfach überhaupt nicht zum Minitalia-Thema dazu. Deshalb bekommen sie in der nächsten Woche ein eigenes kleines Video. Die ersten richtigen Lego-Figuren von 1974 sind nämlich der Grund, warum die Minifiguren ihren Namen bekommen haben. Damit bedanke ich mich bei euch recht herzlich, dass ihr heute zugesehen habt, wünsche euch noch ein schönes Wochenende und freue mich darauf, wenn wir uns am nächsten Freitag wiedersehen.